Da ist er, der Cellini Slideout. Ja, wir sind 2019 auf der Caravan Expo und da schaut er raus. Das ist der Slideout. Und wie das Raumgefühl ist, das werden wir gleich mal erfahren von dem großen Wohnwagen von Tabat. Ja, und hier ist stellvertretend für Tabat ein Händler. Sie sich kurz vorstellen. Mein Name ist Friedhelm Wiegler, ich bin von der Freizeitwelt Nagel in Ansbach, Verkäufer und bin hier für den Tabat-Stand zuständig. Ja, es ist ein ganz tolles Fahrzeug, was wir hier haben. Das heißt, das Raumgefühl ist erheblich größer mit dem Slideout. Ja, es hat sich nicht so durchgesetzt in Deutschland. In Amerika gibt es ja viel mehr Slideouts. Gut, wir sind auch der einzige Produzent, der ein Slideout in Deutschland fertigt. Ist ein enormer Aufwand, ist natürlich auch eine Preisfrage. Ja, wir gehen am besten mal rein, schauen uns das Ganze mal an. Sie so lieb sind, einmal kurz öffnen. Und dann sieht man auch gleich mal den Unterschied. Die Größe, die der Slideout dann produziert. Ja, es ist ein ganz anderes Raumgefühl, was jetzt hier ist. Das bedeutet, die Enge fehlt komplett. Ja, durch den ausgefahrenen Slideout haben Sie natürlich ca. 50 cm mehr Freiheit im Innenraum. Wenn er natürlich eingefahren ist, der Slideout, dann habe ich eben so einen Wohnwagen, als wenn ich einen herkömmlichen Wohnwagen habe. Okay, das heißt, so eine Küche wäre eigentlich gar nicht möglich ohne Slideout. Das heißt, mit der Tiefe? Mit der Tiefe nicht, nein. Ja. Auch hinten der Bettbereich ist sehr großzügig. Ein ganz anderes Raumgefühl. Ich kann mich jetzt bewegen, kann mich umdrehen. Der ist ja gar nicht so tief, der Slideout. Aber das macht schon aus, oder? Die Gesamtbreite von dem mit eingefahrenen Slideout ist natürlich auch nur 2,50 Meter. Wie ein herkömmlicher Puccini oder Cellini 6,55. Ja, aber das Raumgefühl ist ganz anders. Das Raumgefühl ist mit dem ausgefahrenen Slideout natürlich wesentlich anders. Ja, wenn Sie so lieb sind, sich einmal kurz hinsetzen, dann kann ich mal das Gesamtbild mal kurz zeigen. Denn dort, wo Sie jetzt sitzen, da wäre der normale Wohnwagen jetzt zu Ende quasi. Und hier beginnt gerade mal die Küche. Ja. Genau. Der Einfahrbereich kann man auch anhand des Bodens sehen, wie weit er sich reinfährt. Da, wo Sie ungefähr hier diese Verstärkung haben, da läuft das Slideout hin. Okay, da ist im Moment jetzt ein Schutzboden, nehme ich an, zur Messe drin. Ja, genau, das ist ein Teppichboden und das Bett schiebt sich dann letztendlich komplett nach oben. Komplett nach oben. Das wäre dann so. Das heißt, das Bett ist im eingefahrenen Zustand nicht nutzbar. Also nur als Liege dann. Nein, ich kann es auch im eingefahrenen nutzen. Das geht auch. Das geht auch. Ich kann es einfach hier wieder nehmen. Ich ziehe es ein bisschen zurück Und kannst zurückziehen. und dann kannst du nutzen, ja. Der Badbereich, ist das auch großzügig? Oder ist das Slideout dann dort zu Ende an der Stelle? Nein, der hat mit dem Slideout überhaupt nichts zu tun. Das ist der herkömmliche da- Heckbereich, wie er normal ist. Denn es zieht sich ja nur der Mittelteil raus. Es zieht sich ja nicht im kompletten Seitenteil raus, sondern nur der Mittelteil Küche und Schlafbereich. Wer ist denn Zielgruppe für einen Cellini mit Slideout? Sind das viele Schausteller oder auch wirklich Leute, die sich sowas leisten können, denn es ist keine kostengünstige Sache. Ein Slideout in dieser Größe kostet zwischen 90 und 100.000 Euro und mehr. Hier sind jetzt 2 Slideouts eingebaut. Ein Slideout. Ein Slideout über die ganze Länge. Nein, der Slideout geht nur im Schlafbereich und in der Küche. Ja, das meine ich jetzt. Also komplett auf beiden Seiten ist es aber insgesamt ein Slideout. Das ist ein Slideout, genau. Prima. So, das bedeutet auch die Fertigungsqualität. Wie lange hat man Spaß an so einem Wohnwagen? Ist das eine Sache, also der hält und hält? Die Garantie gibt schon mal 10 Jahre auf Dichtigkeit und wir haben heute Kunden, die einen Wohnwagen von Tabat haben, der 20 und 25 Jahre alt ist und älter. Also die Wertigkeit ist schon eine gute. Ja, es hat sich einiges getan. Außen, in der Außenhaut, was hat sich da getan? Früher war Blech und Holz. Was ist heute? Ja, heute haben wir ein Alu oder auch ein LFI-Verfahren, dieses Kunststoffverfahren mit GFK auf dem Dach. Also da ist das schon etwas anders, als es früher war. Ja, haben Sie vielen, vielen Dank. Ich zeige es nochmal gerade. Insgesamt, die Schubladen sind ja auch etwas tiefer dann, kann man das sagen? Ah, ich kann sie nicht mehr aufmachen. Sind Sie da, das ist die Tiefe. Aber es ist schon, die Tiefe der Arbeitsplatte ist schon absolut begeisternd. Und das ist Man hat vor allen Dingen eine Abstellfläche auch für Kaffeemaschinen und sonstige Sachen. Was natürlich, die Zielgruppe ist natürlich auch begrenzt. Und ich muss natürlich auch ein Zugfahrzeug dazu haben. Dieses Fahrzeug hat ein zulässiges Gesamtgewicht von 3,5 Tonnen. Also ist nicht für jeden normalen Pkw ziehbar. ja, das heißt ein Bus wahrscheinlich oder ein Pickup, SUV, der das kann. Genau, so ist es. Ja, haben Sie vielen, vielen Dank. Bitte schön. Da ist er, der Cellini 2019 mit einem ganz breiten Auszug und viel, viel, viel Platz.